Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch gerne mein persönliches Fazit zu den neuen Sonnenschutzprodukten von DM präsentieren. Mit dabei sind einige Sachen von Sundance, aber auch das neue Balea Beauty Expert UV Protection Fluid. Vorab will ich aber noch kurz erwähnen, dass falls ihr euch für die Inhaltsstoffe sowie deren Funktion interessieren solltet, dann schaut unbedingt auf meinem Blog vorbei. Dort habe ich meine persönlichen Erfahrungen sowie alle Informationen zu den Inhaltsstoffen schriftlich zusammengefasst. Als erstes möchte ich ganz gerne mit dem neuen Sonnenstick starten, der für mich persönlich leider ein Reinfall war. Sonnensticks sind sowieso eine Nummer für sich. Ich persönlich nutze sie, um meine Haut auf den Handrücken zu schützen, beziehungsweise über die Ohren damit drüber zu gehen, weil ich, nachdem ich meinen Körper oder die Arme oder meinen Hals eingecremt habe, in den meisten Fällen meine Hände nochmal wasche. Das heißt, ich spüle auch so ein bisschen die Sonnencreme runter, die ich eventuell auf meinen Handrücken aufgetragen habe, und dann ist es halt super, super praktisch, dann nochmal mit so einem Sunstick drüber zu gehen, und für die Ohren ist das sowieso richtig, richtig cool, weil die Sonnencremes, die saugen dann alles ein und dann hat man das überall im Haar, und ja, das ist halt nicht sonderlich angenehm. Vor allem für Outdoor-Aktivitäten benutze ich solche Sachen wahnsinnig gerne. Aber ich habe halt gewisse Ansprüche an solche Sonnensticks, deswegen ist unter anderem der von Isntree einer meiner persönlichen Favoriten, weil er schön leicht und sehr geschmeidig ist, also er ist nicht zu fest, das heißt, man hat auch noch ein gewisses Gespür dafür, wie viel man von dem Sonnenstick aufgetragen hat. Das kann ich von diesem Produkt leider nicht behaupten. Zum einen, weil es einfach viel zu hart ist. Also ich kann den wirklich nur auftragen, wenn ich mitten in der Sonne stehe und den ja kurz in die Wärme reinhalte, beziehungsweise nicht nur kurz, sondern schon einen gewissen Moment in die Wärme reinhalte, damit das Ganze so ein bisschen aufschmilzt, weil ich ihn sonst einfach nicht richtig auftragen kann. Also es kann schon sein, dass Produkt von diesem Sonnenstick auf meine Haut drauf kommt, aber ich persönlich habe da gar kein Gefühl dafür, weil dieser Sonnenstick einfach nicht geschmeidig genug ist. Was die Sonnenschutzserien von Sundance angeht, so ereilt sie leider ein ähnliches Schicksal wie beim Sonnenschutzstick, denn diese werden definitiv keine Alltagsfavoriten von mir. Ich habe nämlich so ein paar Punkte, die mir bei meinen Alltagssonnencremes wichtig sind. Natürlich gehört da die Verträglichkeit mit dazu, dass die Produkte keine deklarationspflichtigen Duftstoffe enthalten, keine ätherischen Öle, weil ich Duftstoffallergikerin bin. Diesen Punkt, ja, den kriegen alle diese neuen Sonnenschutzmittel, aber was den Tragekomfort betrifft, der mir nun mal auch im Alltag wichtig ist, so schneiden die Sonnenschutzserien zumindest für mich persönlich einfach nicht gut ab. Vor allem im Vergleich zu meinen Lieblings-Sonnencremes für den Alltag. Ich finde sie einfach vom Finish zu ölig. Und dieses Öl zieht den ganzen Tag nicht ein. Also die Haut sieht immer ölig aus, immer fettig aus, und wenn man irgendwie rausgehen möchte und vielleicht ein bisschen wandern möchte und draußen die Luftfeuchtigkeit ein bisschen höher ist, man anfängt zu schwitzen, ja, dann ist der Tragekomfort umso schlechter. Also es fühlt sich sehr, sehr unangenehm an. Man hat das Gefühl, drunter zu schwitzen, und ich konnte eben auch feststellen, dass nach einer gewissen Tragedauer meine Haut ganz leicht anfängt, darunter so zu prickeln, und am Ende des Tages wirkt sie dann auch deutlich, deutlich unruhiger. Deswegen verbuche ich das jetzt einfach als Sonnencremes, die zumindest zu meiner Haut nicht wirklich passen und die ich nicht so nutzen kann, wie ich sie gerne nutzen wollte. Aber an sich lassen sie sich gut verteilen, sie lassen sich gut einarbeiten. Allerdings sind sie nicht hundertprozentig mit jedem Produkt kompatibel. Also immer wenn ich versucht habe, sie irgendwie mit Make-up zu kombinieren, dann hat die ein oder andere Sonnencreme da Probleme gemacht. Also es hing auch immer sehr vom Make-up ab, aber so richtig perfekt sahen alle Sonnenschutzserien unter Make-up nicht unbedingt aus, und das sage ich mit einer fettarmen Haut, das heißt diese
Öligkeit ist eigentlich etwas, womit meine fettarme Haut normalerweise ganz gut zurechtkommt, wobei ich das im Sommer nicht so gerne mag, wenn Produkte super, super ölig anmuten. Aber selbst hier hat das nicht ganz so gut funktioniert. Deswegen ist die Frage, ob diese Sonnenschutzserien für ölige Haut geeignet sind. Ich persönlich würde sagen, nein. Vor allem, wenn man sie in der korrekten Auftragsmenge von 8 Pumphüben benutzt. Ich wurde auch auf Instagram sehr, sehr oft gefragt, ob man denn wirklich alle 3 Versionen vom Sundance Sonnenschutzserum braucht. Man hat ja hier einmal diese Antioxidant-Version, dann die Protect Plus-Version und die Hydro Plus-Version. Ich habe das Ganze, wie gesagt, auch nochmal sehr übersichtlich auf meinem Blog aufgelistet, damit ihr die Unterschiede wirklich auch sehen könnt. Also zumindest in der Theorie, zumindest von den Inhaltsstoffen her. Und was die Theorie angeht, würde ich sagen, ihr braucht nicht alle 3 Versionen, wenn ihr eine besitzt und gut damit zurechtkommt. Natürlich könnt ihr euch die anderen genauso besorgen, die funktionieren alle sehr, sehr ähnlich. Ich sehe da keinerlei Unterschied in der Praxis und auch in der Theorie teilen sich alle 3 Sonnenschutzserien eine sehr identische Basisformulierung, also auch was die UV-Filter und ja, so einige andere Inhaltsstoffe angeht. Es gibt kleine Unterschiede, aber die sind wirklich nicht so groß, dass man sagen könnte, ja, das ist jetzt ein grundlegend anderes Produkt. Wie gesagt, ich vermute, dass die Basisformulierung identisch ist und dass man einfach für Marketingzwecke hier und dort ja einen anderen Rohstoff mit reingefügt hat, damit man ihn auf der Verpackung bzw. auf der Flasche explizit bewerben kann. Etwas, was mir große Sorgen bezüglich der Sonnenschutzserien bereitet hat, ist einfach die Tatsache, dass sie allesamt meine Augen extrem krass gereizt haben. Ich sage euch, ich habe hier über die Tage hinweg, in denen ich die Sonnenschutzserien getestet habe, habe ich hier teilweise Rotz und Wasser geheult, weil die Produkte meine Augen so krass gereizt haben. Und selbst wenn ich versucht habe, meinen Augenbereich in irgendeiner Form auszusparen, konnte ich dann bei der abendlichen Reinigung feststellen, dass sobald irgendwas von diesem Reinigungsgemisch, wo ja auch die Sonnencreme mit drin enthalten ist, in mein Auge reinflutscht, dass ich sofort wieder mit gereizten Augen reagiere. Und das ist für mich persönlich ein absolutes No-Go, aber solche Sachen sind extrem individuell. Nur weil diese Produkte meine Augen so extrem gereizt haben, heißt das nicht, dass das auf euch auch zutreffen muss, denn es gibt viele Sonnencremes, die ich im Augenbereich richtig gut vertrage, aber die zum Beispiel einige von euch nicht so gut vertragen, sprich, das ist sehr individuell und sollte euch auch im besten Fall nicht davon abhalten, das ein oder andere Produkt auszuprobieren, falls es euch wirklich interessieren sollte. Das Balea Beauty Expert UV Protection Fluid ist für mich leider Gottes auch ein Sorgenkind. Irgendwie gibt es hier heute keine positiven Nachrichten, also zumindest nicht für mich, und ich habe wirklich alles versucht, das Beste aus diesen Produkten rauszuholen. Und ich muss sagen, dass ich mir dieses Fluid irgendwie ein bisschen anders vorgestellt habe, zumindest was den Tragekomfort und die Performance angeht. Was ich bei diesem Produkt allerdings richtig gut finde, ist die Tatsache, dass wir hier 50 Milliliter bekommen, denn in den Sonnenschutzserien-Flaschen sind gerade mal 30 Milliliter enthalten. Das heißt, das ist so eine typische Serumgröße. Allerdings sollte man Sonnenschutzmittel natürlich nicht in der Menge eines Serums auftragen, sondern deutlich, deutlich mehr nehmen, um die deklarierte Schutzleistung zu erhalten. Und wenn man halt jeden Tag 8 Pumphübe davon aufträgt, dann ist diese Flasche ratzfatz leer. Und gängig sind normalerweise so um die 50 Milliliter, vor allem wenn die Produkte explizit fürs Gesicht vermarktet werden. Das Balea Beauty Expert UV Protection Fluid mutet zunächst cremig an, allerdings merkt man schon beim Auftragen,
dass das Produkt sich relativ schnell setzt und auch recht schnell antrocknet. Also es ist beim Auftragen fast schon bremsig. Deswegen kann ich euch auch hier den Tipp mitgeben, vorher das Gesicht mit einem Toner bzw. einem Gesichtswasser anzufeuchten. Vor allem, wenn ihr fettarme Haut habt, dann gleiten solche Produkte einfach noch mal ein bisschen besser über die Haut und lassen sich auch deutlich einfacher verteilen. Aber trotzdem muss man bei dem UV Protection Fluid sehr, sehr schnell arbeiten. Also man muss das Produkt schnell verteilen, man muss es schnell einarbeiten und ich würde sogar empfehlen, das in einem Schwung zu machen. Normalerweise trage ich meine Sonnencremes in 2 Schichten auf, damit ich einfach die ein oder andere Stelle noch mal so ein bisschen ausgleichen kann. Aber hier würde ich sagen, ein Schwung macht's, also alles möglichst schnell aufs Gesicht geben und dann möglichst gleichmäßig einarbeiten, weil dieses Fluid ansonsten arg zum Krümeln neigt. Also ich konnte echt feststellen, dass in meinem Haaransatz überall solche Würstchen waren, die dann ja sich so ein bisschen in meinem Haar verteilt haben, hier und da. Wurde das Produkt leider auch ein bisschen ungleichmäßig. Also da waren zum Teil so dickere Stellen, also wie so eine Huckel, wo sich das Produkt angesammelt hat und etwas ungleichmäßig aussah. Dementsprechend habe ich es auch ungern mit Make-up verwendet. Also das hier hat für mich persönlich sogar noch schlechter mit Make-up funktioniert als die Sonnenschutzserien von Sundance. Und was mir persönlich auch nicht so gut gefallen hat, ist die Art und Weise, wie das UV-Fluid auf meiner Haut angetrocknet ist. Ich habe eine fettarme Haut, ich kann also nur von mir sprechen und ich finde einfach, dass meine Haut extrem gespannt hat. Und dieses Hautgefühl mag ich absolut nicht. Es hat gespannt, hat sich so unangenehm, trocken angefühlt und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, als wäre da so eine ganz dünne Folie auf meinem Gesicht, die sich immer so ein bisschen mitbewegt und so an der Haut zieht und so, wenn ich, keine Ahnung, versuche zu lächeln oder mit jemandem zu sprechen. Alles in allem ist nichts dabei, das mich vom Hocker haut und ehrlich gesagt bin ich auch ein bisschen sad, denn natürlich habe ich wie so oft mein eigenes Geld dafür ausgegeben und selbstverständlich ärgere ich mich auch jedes Mal, wenn ein Produkt nicht so performt, wie ich es mir vorstelle oder wenn es einfach meinen persönlichen Ansprüchen nicht genügt. Aber ich werde die Produkte mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit einfach an meinem Körper aufbrauchen und dann, ja, weiß ich sozusagen, wie ich sie leer bekomme. Falls ihr das ein oder andere Produkt getestet haben solltet, falls ihr Selbsterfahrungen mit den Produkten gemacht habt, dann schreibt doch gerne all das, was euch dazu einfällt, unten in die Kommentare, damit wir uns noch ein bisschen austauschen können. Gebt eventuell noch euren Hauttyp oder euren Hautzustand dazu, damit auch alle Leute aus der Community das ein bisschen besser einschätzen und vielleicht sogar die eine oder andere Info für sich mitnehmen können. Und ja, ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Däumchen nach oben freuen und wenn ihr das Video teilen würdet, falls es euch gefallen hat natürlich, denn das hilft mir wirklich sehr, also nicht nur mir, sondern auch meinem Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Video.